Erich von Manstein gilt bis heute als einer der brillantesten Strategen des Zweiten Weltkriegs. Seine militärischen Leistungen werden bewundert. Seine Verantwortung bleibt umstritten. Dieses Video fragt nicht, ob Manstein ein fähiger General war, sondern wofür trug er Verantwortung und wo zog er keine Grenze. Manstein war kein politischer Ideologe. Er entstammte dem preußischen Offizierskorps, einer Welt aus Pflicht, Disziplin und Gehorsam. Schon früh verinnerlichte er den Gedanken, dass ein Soldat nicht urteilt, sondern ausführt. Politik galt als störend, Moral als Privatsache. Dieser Denkstil sollte später verhängnisvoll werden. 1940 ist Mansteins große Stunde. Während andere Generäle an alten Plänen festhalten, entwirft er einen riskanten Gegenentwurf, den Vorstoß durch die Ardennen, den später sogenannten Sichelschnitt. Der Plan geht auf. Frankreich bricht zusammen. Manstein wird zum Mythos, auch wenn der Ruhm offiziell anderen zugeschrieben wird. Mit dem Angriff auf die Sowjetunion ändert sich der Charakter des Krieges grundlegend. Es ist kein klassischer Feldzug mehr, sondern ein ideologisch geführter Vernichtungskrieg. Manstein erhält hohe Kommandos. Er konzentriert sich auf operative Fragen und blendet aus, was im Rücken seiner Truppen geschieht. Die Krim wird zu Mansteins größtem militärischen Erfolg. Mit enormem Aufwand und hohen Verlusten fällt Sewastopol. Doch während an der Front gekämpft wird, geschehen im Hinterland Massenverbrechen. Einsatzgruppen ermorden Zehntausende Menschen. Manstein wusste davon und zog sich auf Zuständigkeiten zurück. Als die 6. Armee in Stalingrad eingeschlossen wird, weiß Manstein, dass ein Halten unmöglich ist. Dennoch zögert er. Er argumentiert, verhandelt, hofft, statt eine klare Grenze zu ziehen. Der Ausbruch kommt zu spät. Stalingrad wird zur Katastrophe und zum Symbol eines Krieges, der längst verloren ist. Nach Stalingrad scheint der Krieg im Osten entschieden. Die deutsche Front bricht auf breiter Linie zusammen. Doch in diesem Moment übernimmt Manstein den Oberbefehl im Süden. Und er trifft eine Entscheidung, die Hitler ablehnt, die ihm aber noch einmal Recht geben wird. Manstein erkennt, dass ein starres Halten den Untergang bedeutet. Er gibt bewusst Raum auf, lässt die sowjetischen Verbände vorrücken und überdehnen. Dann schlägt er zu. Schnell, beweglich, konzentriert. Im März 1943 wird Charkow zurückerobert. Die Rote Armee erleidet schwere Verluste. Die Front stabilisiert sich. Charkow ist Mansteins größter operativer Erfolg im Osten. Ein Sieg gegen Hitlers Grundprinzip. Halten bis zum letzten Mann. Und genau deshalb gefährlich. Der Erfolg von Charkow nährt eine Illusion. Die Illusion, der Krieg sei noch zu wenden. Manstein glaubt, mit weiteren beweglichen Operationen könne man zumindest ein Gleichgewicht erzwingen. Doch Hitler will mehr. Keine operative Lösung, sondern eine große symbolische Entscheidungsschlacht. Das Ziel heißt Kursk. Unternehmen Zitadelle. Manstein warnt vor Verzögerungen. Jeder Tag gibt dem Gegner Zeit. Doch er bleibt. Er widerspricht nicht konsequent. Als der Angriff beginnt, ist alles vorbereitet. Minenfelder, tief gestaffelte Verteidigung, überlegene Reserven. Kursk scheitert. Nicht durch einen einzelnen Fehler, sondern durch falsche Grundannahmen. Charkow zeigt, was möglich gewesen wäre. Kursk zeigt, warum es scheitern musste. Beweglichkeit gegen Starrheit, Überraschung gegen Vorbereitung. Nach Kursk verliert Deutschland endgültig die Initiative. Ab jetzt geht es nur noch um Rückzug. Manstein erkennt nun, dass dieser Krieg nicht mehr zu gewinnen ist.
Doch erkennen heißt nicht handeln. Die letzte Grenze, die er nie überschreitet, ist der offene Bruch mit dem Gehorsam. Nach Stalingrad sucht der militärische Widerstand nach einer Führungspersönlichkeit. Stauffenberg wendet sich auch an Manstein. Doch Manstein lehnt ab. Ein Truppenführer, so sagt er, dürfe nicht gegen den Oberbefehl handeln. Erkenntnis war da, Handlung nicht. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Erkenntnisse haben sie alle, die Generäle. Aber nur die wenigsten sind bereit zu handeln. Im März 1944 kam es zum endgültigen Bruch. Nach erneuten Forderungen nach Rückzug wurde Manstein entlassen, offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Der fähigste operative Stratege der Wehrmacht war damit ausgeschaltet, nicht wegen einer Niederlage, sondern weil er widersprach. Manstein hätte gehen können, er hätte protestieren können, er hätte sich verweigern können. Doch er tat es nicht. Er blieb, was er immer gewesen war, ein Offizier, der gehorchte, auch als er wusste, dass der Krieg verloren war. Erich von Manstein war ein brillanter Stratege, ein Meister der Bewegungsschlacht. Ein Mann mit außergewöhnlichem militärischem Talent. Doch er scheiterte dort, wo militärische Fähigkeit nicht mehr ausreichte, an Moral, Verantwortung und der Frage nach persönlicher Schuld. Manstein verlor nicht den Krieg, aber er verlor den Moment, in dem er hätte Nein sagen können. Der Krieg war verloren, das Reich zerbrochen, doch für Erich von Manstein endete die Geschichte hier nicht. 1949 wird Manstein von einem britischen Militärgericht verurteilt. Die Anklage: Kriegsverbrechen im Osten. Er selbst weist jede persönliche Schuld zurück, sieht sich als Soldat, nicht als Täter. Nach mehreren Jahren Haft wird er 1953 vorzeitig entlassen, auch auf politischen Druck, selbst aus Großbritannien. Die Welt hat sich verändert. Der Kalte Krieg beginnt. Aus Feinden werden Verbündete. Die Bundesrepublik steht vor der Frage: Wie verteidigen wir uns? Manstein kehrt nicht in den aktiven Dienst zurück. Doch er berät. Er wirkt im Hintergrund an Konzepten mit, an militärischen Grundsätzen, an der Struktur einer neuen Armee. Sein Einfluss fließt ein in die frühe Planung der Bundeswehr, besonders in Fragen der Landesverteidigung und der operativen Führung. Für viele ist das problematisch. Ein ehemaliger Feldmarschall der Wehrmacht als Berater einer demokratischen Armee. Für andere ist es pragmatisch, militärische Erfahrung in einer neuen politischen Ordnung. Manstein selbst sieht keinen Widerspruch. Er versteht sich weiterhin als Soldat, der Deutschland dient, diesmal in einer anderen Zeit. Sein Leben spannt sich über Kaiserreich, Diktatur, Niederlage und Neubeginn. Und genau deshalb bleibt das Urteil über ihn bis heute umstritten. Manstein war ein militärisches Genie und doch ein Mann, der an der entscheidenden Stelle stehen blieb.